So, hallo miteinander. Heute will ich euch mal ein etwas außerplanmäßiges Video zeigen. Da ich im letzten Projekt, da habe ich so eine kleine Kappsägenstation gebaut. Das Video kann ich euch oben rechts verlinken. Und in diesem Bau habe ich quasi so Echtholzleisten noch mal kurz über den Hobel drüber schieben wollen. Und da ist es dann passiert, da ist dann quasi mir etwas entgegengeflogen oder es hat zumindest ein etwas unplanmäßiges Geräusch gemacht. Und das kann ich mal kurz in die Kamera halten. Dann können vielleicht die einen oder anderen schon das Bauteil erahnen, was das mal war. Das waren quasi die Überreste von diesem Flachriemen und dieser Flachriemen ist quasi für die Vorschubrollen, damit quasi das Holz beim dicken Hobeln durch den dicken Hobel gezogen wird. Und dieser Flachriemen hat sich quasi aufgelöst. Der ist auch schon relativ alt, weil die Maschine steht auch schon mehrere Jahre und ist auch schon über fast 30 Jahre alt, dieser dicken Hobel. Und das ist wahrscheinlich der zweite oder der erste noch von diesen Flachriemen. Da wollte ich eben mal euch zeigen, wie man diesen Flachriemen wechselt und wie man den auch auf diese Welle aufzieht, diesen Riemen. Da gibt es auch noch was zu beachten. Und dann würde ich mal sagen, dass ich mal die Verkleidung wegmache und dann kann man sich das vom Näheren anschauen. Und was es noch zu erwähnen gibt, also wenn man immer an solchen Maschinen arbeitet, dass man immer den Stecker zieht, dass nicht unbeabsichtigt die Maschine irgendwie anläuft, dass die quasi stromlos ist. Und dann würde ich sagen, los geht's. So, jetzt habe ich schon mal den vorderen Hebel entfernt. Dieser Hebel ist quasi, um den Vorschub einzuschalten. Und hinter diesem Hebel ist dann nochmal eine Zwischenwelle aus Zinkdruckguss. Und die habe ich auch entfernt. Und dann kann man außen die Schrauben noch rausschrauben. Und dann kann man diese ganze Frontblende entfernen. So, das waren jetzt 5 Schrauben mit Imbus und dieser Imbus ist ein 4 mm Imbus. So, und hier sieht man jetzt die ganze Mechanik für den Vorschub und hier sieht man diesen Riemen, den es quasi vorher zerlegt hat. Weshalb ich das Video im Endeffekt auch machen will, ist, da ich da nichts Passendes gefunden habe im Internet, wie dieser Riemen aufgelegt wird auf der Welle. Und zwar ist der Riemen, den kann ich jetzt mal kurz runter machen und die Kamera halten. Das ist der Riemen und dieser Riemen hat quasi eine gelbe Beschichtung und auf der anderen Seite ist ein Gewebe. Und da ist es eben so, dass dieser Riemen mit der gelben Seite Richtung Welle zeigen muss. Der ist dann so drauf, dass die Gummibeschichtung Richtung Welle ist, damit dieser Riemen auch die Kraft übertragen kann. Dann kann ich noch mal kurz die Bezeichnung in die Kamera halten. Und das war quasi der Übeltäter. Aber gut, es löst sich dann nach mehreren Jahren dann auch wirklich auf und die Weichmacher gehen wahrscheinlich aus diesem Riemen raus und dann passiert dann früher oder später das. Also ich habe zwar schon öfters mal hinter die Verkleidung geschaut, aber bis zu dem Riemen habe ich nicht schauen können und geschmiert habe ich das Getriebe eigentlich auch mit so einer Sprühdose. Und jetzt ist es eigentlich alles wieder gereinigt. Zum Fetten oder so sollte man schon ein Sprühfett oder irgendwas verwenden, das mit quasi ein Trockenschmierstoff ist mit PDFE, also mit Teflon oder irgend sowas. Weil wenn man da jetzt irgendwie Fett oder irgendwas hinschmiert und dieser Hobel im Betrieb doch recht viele Späne und Staub aufwirbelt, das würde das Ganze verkleben, die ganze Mechanik verkleben. Da würde ich sagen, dann mache ich den Riemen mal wieder drauf und dann stelle ich die Kamera etwas näher, dann kann man sich das von Näheren anschauen. Hier sieht man jetzt quasi die ganze Vorschubmechanik und das ist der Riemen, der quasi dann von der Welle, das ist hier die Hobelwelle, die mittlere Welle, wird dann quasi die Kraft übertragen auf so ein Plastikrädchen und das überträgt dann quasi die hohe Drehzahl in quasi eine Reduktion in eine niedrigere Drehzahl und das sind dann quasi die ganzen Zahnräder dafür. Und da vorne
befindet sich dann diese vorher erwähnte Adapter, auf denen dann dieser Einschalthebel, dieser braune, quasi geschraubt wird. Und dann kann man den Vorschub ein- und ausschalten. Und damit wird dann quasi die Kupplung eingerückt und dann kann quasi die Drehzahl übertragen werden auf die nächstfolgenden Zahnräder. Und im Hintergrund sieht man jetzt hier die Kette und dann wird quasi die Kraft mit der Kette übertragen auf diese außen links und rechts, diese beiden Vorschubwalzen. Das eine ist quasi die Einzugswalze und die andere Seite ist dann die Auszugswalze. Und hier sieht man nochmal diesen Hebel, diesen silbernen, das ist quasi der Kettenspanner. Da ist es halt schon erforderlich, dass man da schon einmal, oder je nachdem wie viel man diese Maschine benutzt, dass man da mal den Deckel wegmacht und dann sich die Zahnräder anschaut vom Verschleiß und auch die Zahnräder reinigt und wieder neu mit einem Schmierstoff benetzt, die ganzen Einzelteile. Und es gibt noch viele Ersatzteile von diesem Hobel. Und da sieht man dann auch schon Videos, wo dann Leute eben diese Zahnräder einzelne Teile tauschen oder dieses Ganze gibt es, glaube ich, auch als Reparatursatz mit Kette, den beiden Plastikzahnrädern und das ganze Getriebe gibt es, glaube ich, auch. Also da kann man sich schon noch verschiedene Ersatzteile kaufen, obwohl die Maschine schon relativ alt ist. Und zur Kette wäre noch zu erwähnen, da gibt es auch ein Kettenschloss. Und da müsste man es vielleicht auf der Kamera erkennen, da ist quasi ein Kettenschloss. Dann kann man quasi das Kettenschloss öffnen und kann dann die Kette mal reinigen und danach wieder auflegen. Und daneben befindet sich dann der ganz normale Ein-Ausschalter mit Nothalt. Dann mache ich oben mal die Abdeckung weg. So, jetzt habe ich diese Klappe mal entfernt. Dann kann man sich quasi die Walzen anschauen. In dem Fall wären es jetzt nur 2 Walzen. Das wäre jetzt hier in dem Fall, die erste Walze ist die Einzugswalze und dahinter befindet sich jetzt hier die Hobelwelle. Da sieht man schon mal eins dieser beiden Messer. Das ist quasi eine Hobelwelle mit 2 Streifenmessern. Und dieser Hobel heißt ja HMC 2600 und diese Hobelmesser sind quasi 26 cm lang. Worauf man auch immer achten muss, falls man sich so einen Hobel kaufen will, ist der Zustand dieser Einzugs- und Auszugswalze, ob die porös sind, weil diese Walzen bestehen aus einer Stahlwelle mit einer Gummibeschichtung, die aufvulkanisiert ist und diese Gummiwalze kann auch mit der Zeit porös werden, dieser Gummi, und dann ist der Vorschub auch nicht mehr gewährleistet. Und die sind quasi auf beiden Seiten gummiert, diese Walzen, und gibt's auch noch, die sind auch noch erhältlich. Und dieser Adapter und der Hebel zum Einschalten vom Vorschub ist dann ein Inbus mit 3 mm. Dann würde ich mal sagen, dass ich die Maschine umdrehe und dann zeige ich mal die Rückseite. Da gibt es nämlich auch nochmal einen Keilriemen, den man überprüfen muss. Die Maschine hat quasi eine Fahreinrichtung, damit kann man quasi die Maschine durch den Raum fahren, da wo man sie gerade benötigt, die Maschine. Das ist schon sehr praktisch. Und wie das funktioniert, das kann ich jetzt mal kurz zeigen. Da gehe ich dann immer so vor, dass ich quasi nicht die Maschine anhebe an den Tischen, da die sehr empfindlich sind, sondern ich gehe etwas unterhalb. Von der Maschine ist dieser Rahmen, da gehe ich dann hin und kippe die Maschine nach vorne. Dann hört man, wie die Räder eingerastet sind und lasse die Maschine vorsichtig nach unten. Dann sieht man quasi, dass die Maschine jetzt aufgebockt ist auf der unteren Rolle. So, und damit man diese Maschine wieder nach unten auf den Boden setzen kann, muss man auf der anderen Seite wieder hochheben. Dann hört man wieder, wie die Räder in eine andere Position fahren. Und dann kann man den wieder vorsichtig nach unten stellen. Und dann ist er auf die Gummifüße. So, und das wäre jetzt die Rückseite der Maschine. Und da gibt es quasi 2 so kleine Rundknöpfe, die kann man nach innen reindrücken, beidseitig. Und dann kann man diese Klappe öffnen. Gut, da sind jetzt schon ein paar Hobelspäne drin in der Abdeckung. Dann würde ich sagen, dann nehme ich mal die Kamera etwas näher, damit man sich das anschauen kann.
So, jetzt habe ich das Ganze noch mal kurz gereinigt, damit man das auch zeigen kann. Und hinter dieser Klappe, die ich quasi vorhin geöffnet habe, befindet sich dann der Antriebsmotor auf so einem Stahlträger. Und im vorderen Bereich ist dann die Riemenscheibe mit dem Keilriemen. Und da sollte man auch mal öfters von Zeit zu Zeit schauen, ob diese Keilriemenspannung noch passt und wie der Zustand des Keilriemens ist, ob der irgendwie rissig ist. Und falls der Riemen etwas zu locker ist, dann kann man den mit einer Vorrichtung wieder nachspannen. Das geht dann im Endeffekt so, dass man hier eine Rändelschraube hat und die kann man dann lösen. Und dann kann man quasi diesen Tisch verstellen. Das sieht man ja, dass der nach oben und nach unten geht. Dann drückt man da etwas nach unten und befestigt das Ganze wieder. Und dann kann man den Keilriemen nehmen und wenn man den dann quasi um 90 Grad zu sich herdrehen kann und nicht weiter, dann müsste das von der Spannung passen. Was man auch noch sieht, ist jetzt auf dieser Seite ein zweiter Keilriemen. Da dachte ich dann ursprünglich, das ist quasi der Ersatzkeilriemen, das ist aber sehr fürsorglich, aber nee, das stimmt nicht. Das ist quasi der Riemen für die zweite Antriebswelle. Und da habe ich jetzt vorhin schon diese Abdeckkappe entfernt und dahinter befindet sich diese zweite Welle, die ist quasi für das Zubehör zuständig, um das dann anzutreiben. Und da sieht man jetzt auch hier schon zwei so Bolzen, die da rausstehen und auch hier nochmal jeweils 2 Stück. Und dann kann man da verschiedene Nebenaggregate oder Nebenbearbeitungswerkzeuge auf diesen Abrichtdickenhobel aufspannen. Das wäre quasi eine kleine Tischfräse oder einen Bandschleifer, glaube ich sogar eine kleine Kreissäge. Also das ist quasi sowas wie ein Multitool gewesen früher, diese Maschine. Zum Beispiel auch ein Langlochbohrautomat kann man sich da auch nochmal hinbauen, wenn man Langlöcher fräsen will. Man kann ich ja mal an der Welle drehen, dann müssten wir jetzt auf der anderen Seite sehen, wie sich der Keilriemen hier bewegt. Und dafür sind dann auch diese Halterungen jeweils auf der rechten und linken Seite. Also diese Seite wäre dann quasi für die Hobelwelle der Keilriemen und auf der anderen Seite der für den Zubehörantrieb. Da gibt es innen in dieser Abdeckung nochmal ein Symbolschaubild. Und dann kann man quasi, je nachdem, was für eine Position man auf der Riemenscheibe hat, verschiedene Drehzahlen realisieren. Das wären jetzt in dem Fall für dieses Zusatzgerät einmal 6.500 Umdrehungen auf der großen Riemenscheibe und auf der kleinen wären es dann 3.000 Umdrehungen. Dann sieht man jetzt hier die Kurbel und die Kurbel ist im Endeffekt dafür da, dieses Handrad, damit man den Tisch von der Dickenhobeleinrichtung quasi verstellen kann in der Höhe. So, jetzt habe ich ja vorhin das Handrad erklärt, mit der man dann quasi den Dickentisch in der Höhe verstellen kann. Und wenn ich jetzt hier an der Kurbel drehe, dann sieht man jetzt, wie quasi die Kraft, die kommt von der Kurbel, wird über diese Umlenkung, über dieses kardanische Gelenk quasi auf das erste Zahnrad übertragen. Da läuft dann quasi die Kette drüber. Dann kann man den Tisch quasi nach oben und nach unten verfahren. Und diese Kette läuft quasi über 4 Zahnräder. Und an diesen Zahnrädern befindet sich jeweils eine Gewindespindel, in denen der Tisch dann quasi gelagert ist. Und durch diesen Antrieb über die Gewindespindeln läuft es eigentlich schon relativ präzise. Und da sollte man halt öfters mal die Kette reinigen und neu mit so einem Trockenschmierstoff benetzen, damit es auch schön leichtgängig läuft, das Ganze. So, und hier sieht man jetzt quasi den Dickentisch. Das ist quasi ein Tisch aus umgeformtem Blech. Und jeweils links im äußeren Bereich befinden sich dann die Spindeln. Das sind jetzt 4 Stück, also an jeder Seite ist da eine Spindel angebracht, eine Gewindespindel. Und am Tisch befinden sich dann die Gewindemuttern und somit kann man dann den Tisch durch Drehen dieses Handrades nach oben und unten stellen. Das kann ich jetzt mal kurz machen. Und da sieht man jetzt hier schon unten in dem Bereich die Klemmung von der Spindel, wie sich das bewegt. Und hier in dem äußeren Bereich sieht man jetzt quasi
eine Einteilung und das ist quasi mit einem Symbolbild auf der Seite da drüben. Und es ist im Endeffekt so, dass ein Teilstrich quasi ein Zehntel entspricht. So, jetzt bin ich soweit mit meiner Wartung fertig. Jetzt habe ich ja alles soweit gezeigt. Einmal im vorderen Bereich den Vorschub für den Selbsteinzug vom Holz fürs Dickenhobeln und dann auf der anderen Seite quasi den Elektromotor mit dem Keilriemenantrieb und dem Nebenantrieb und dann im vorderen Bereich nochmal die Verstellung von dem dicken Hobeltisch, damit man sich das auch mal anschauen kann. Und was ich jetzt nochmal außerhalb von der Kamera gemacht habe, das ist jetzt in dem Fall die Hobelmesser gewechselt. Da habe ich schon mal ein Video gemacht, das kann ich euch dann oben rechts verlinken. Da geht es quasi nur um das Wechseln von den Hobelmessern, speziell jetzt von diesem Scheppach dicken Hobel. Und da habe ich mir jetzt mal neue Hobelmesser gekappt. Das waren noch zwei aus dem alten Bestand. Das sind jetzt quasi im Endeffekt zwei, die ich jetzt zum Schärfen geben muss. Und diese Messer sind noch Original-Hobelmesser. Da kann ich mal eins in die Kamera halten, weil da noch die Original-Ersatzteilnummer draufsteht, falls das jemand noch sich organisieren will. So, ich denke, das müsste man jetzt sehen. Das sind quasi Scheppach HSS-Messer und da ist dann dazwischen nochmal die Ersatzteilnummer. Und somit wäre das jetzt quasi das Update von diesem Scheppach HMC 2600 Hobel. Ich hoffe mal, das war jetzt relativ informativ und umfangreich. Ich habe halt nichts gefunden und deswegen habe ich jetzt dieses Video gemacht. Dann hat man da wegen so verschiedene Aspekte, falls man sich so einen Hobel kaufen will. Und dann wünsche ich euch noch viel Spaß in der Werkstatt und schönes Wochenende.